Gottes morgens van iedereen. Ik vraag me van iedereen wat gekomen is. En waren aan God zijn huis, waar we ons top trafen. Waar we aan willen aanbeden, we willen aan loven. En ik wil je gleich met een vers te begrüßen uit Psalm 23. Dat zegt, das steht. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stärken und dein Stab trösten mich. Ein ziemlicher Führer ist groß und allmächtig, und er hat die von der hierher gebracht. Und er hat was für die. Und er hat was für mich. Und mein Gebet, mein Wunsch ist, dass jeder einer von uns was von der kriegen, wo Gott uns segnen wird. Und wir sind vielleicht mit einem Bedürfnis gekommen, vielleicht mit einem Ding, wo wir zweifeln tun. Dann wünsche ich, dass Gott sich offenbaren wird zu uns. Wir wollen ein Leut singen, der Freund dem keiner gleich, Jesus ist mein. Der Freund, dem keiner gleich, Jesus ist mein. Er ist mein Himmelreich, Jesus ist mein. Spendet der Tat, löst sich manch Liebesband, hält mich die Friedenshand, Jesus ist mein. Wenn ich auch alt und schwach, Jesus ist mein. In Kreuz und Ungemach, Jesus ist mein. Er sorget stets für mich und lässt mich nie im Stich. Er sieht mich hinzusehen, Jesus ist mein. Wenn alles untergeht, Jesus ist mein. Wenn das Gericht anhebt, Jesus ist mein. In seiner Schöne Dank seh ich den König an und stimm ein Loblied an, Jesus ist mein. Fall in Unsterblichkeit, Jesus ist mein. Willkommen in Ewigkeit, Jesus ist mein. Weisheit, Gerechtigkeit, Leben und Heiligkeit ist mir in ihm bereit, Jesus ist mein. Zunächst werden wir singen Nummer 38, y dort have Señor me has mirado, pescador de hombres. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo
buscaré otro más. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, otros descansen, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, buscaré otro mar. Dat Leute is voor mij maar wichtig. Dan denk ik aan de Jünger. Denkst Jesus in roten duid en zij dan om Ufer weer en zij meer aan ihre Naats rijden en zij dan in Fashion. Dan zie Jesus komt vor mir noch und dann leiten sie schabt de Tag, Naats. Und dann gingen sie mit Jesus. Jesus hat ein anderes mehr verehrt. Und dort ist der Leute, wo das sagt, ans oude Leben Tag lassen mit arm gehen und dann Menschenfäscher sein für arm. Zunächst, die Leute haben in 2,60, bist du eins von Gottes Kindern? Aber abstehen. Bist du eins von Gottes Kindern, die zum Beten nicht finden die Zeit? Du verschiebst das Gebet nur auf morgen oder auf einen Tag, der noch bald. Oh, einmal, da gibt's keinen Morgen, so nimm dir die Zeit zum Gebet. Oh, einmal, da gibt's keinen Morgen, dann ist es auf ewig so spät. Geht dein Weg auch durch Trübsal und Leiden und weinet dein Herz und klagt. Dein Jesus sich freundlich dir nahe, streckt nach dir die Hände und sagt: Oh, einmal, dann gibt's keinen Morgen, so nimm dir die Zeit zum Gebet. Oh, einmal, dann gibt's keinen Morgen, dann ist es so ewig so spät. Gottes Herz fließt über von Trauer,
möchte dir helfen so gern. Doch du gehst verschlossenen Herzen noch weiter von deinen Hand. Oh, einmal, da gibt's keinen Morgen, so nimm dir die Zeit zum Gebet. Oh, einmal, da gibt's keinen Morgen, dann ist es auf ewig zu spät. Oh, einmal, da gibt's keinen Morgen, so nimm dir die Zeit zum Gebet. Oh, einmal, da gibt's keinen Morgen, dann ist es auf ewig zu spät. Goed, vrouwen, dat de ushers voor naar voren komen. We gaan een lied zingen, nummer 177, en während we wat opverheven. We gaan ons opneigen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir für so gut, dass du zu uns bist. Wir danken dir für das Leben, was du uns gegeben hast. Wir danken dir auch für das Land, was wir haben, wo wir können leben, was du uns anvertraut hast. Wir danken dir auch für die Arbeit, die wir können haben, dass wir eine Arbeit haben, wo wir eine Annahme haben. Und wenn wir taub kommen, dass wir keine Gelegenheit haben, aufzuteilen, dass wir die Gelegenheit zum Geben. Und Herr, schenk uns die Freude an, das vom Herzen zu tun für dich. Nu wollen wir klar geben, dass du was in jeder Jewe sehnen, die Kraft geben, das mit Freude zu tun für dich. Wir danken dir, dass du uns gesehen hast und nicht wieder geben. In Jesus' Namen. Amen. Wir dürfen alle Platz nehmen. Tobt auch das Meer und holt der Wind, halt fest an Jesu, bleibet stets bei seinem Kind, halt fest an Jesu, halt fest an Jesu, trau seiner Gnade, bin nachgefahren, Not und Tod, halt fest an Jesu. Dort schläft der Herr in Sturmsgefahr, trotz Wind und Wetter, hilf Herr, so schreit der Jüngerschar, sei unser Retter. Halt fest an Jesu, trau seiner Gnade, bin nachgefahren, Not und Tod, halt fest an Jesu. Da steht er auf, bedroht das Meer, und gleich wird Stille, und Frühlingsheiter ringsumher, wie es sein Wille. Halt fest an Jesu, trau seiner Gnade, bin nachgefahren, Not und Tod, halt fest an Jesu. Wenn nun noch Sturm und Leid mir droht, auf meinen Wegen, der Herr ist nah, drum hat's nicht Not, sein Gang bringt Segen. Halt fest an Jesu, trau seiner Gnade, bin nachgefahren, Not und Tod, halt fest an Jesu. Hou vast aan Jezus Christus.
als dort nicht kriegt, wozu wir auf dieser Welt sind, uns entscheiden für Jesus Christus und ein Leben lang mit ihm gehen. Viele Kinder merken al sehr jung die Entscheidung, an Jesus Christus will ich mich holen, ein Leben lang für ihn leben, in mein Leben für ihn ganz einsetzen. Wenn ich das Leute hier mitsingen und mithorchen, wie stark die singen, dann gingen seine Gedanken sehr deep. Und ich vertraue, dass uns alle so geworden. So sehr herzlich willkommen, dass Arthur all seht hier von der zum Gottesdienst. Wir sind nach Luther gekommen, sehr willkommen hier. Wir haben eine gute Entscheidung gemerkt, von der aus morgens hier nach Steinreich zu kommen und hier taub miteinander dann dem Gottesdienst hier mitbeleben. Wir haben alle Bemerkungen von der und weil immer unter die Gebetspunkte. Wenn jemand noch einen Punkt bekommen zu merken hat, bitte ein Malchen dann. Und auch die Gebetspunkte, wenn du noch so eins hier sein, was du nicht boven sein. Von der erstens geht an die Jugend an, alle Jugend hier, und die hier vielleicht auch nicht einmal hier tüß sein, auch andere Freunde, 14 Uhr, die fahren mit der Jugend leider top zu Mittag, und dann weil die noch, das ich verstanden habe, noch nächstes noch den Trampolinpark fahren. Stimmt das so? Dann sie leren dat ze dort stemmen. De Jugendlehrer worden niet al vier. Een trampolin, maar ik je wel hupsen en springen en schaftig zijn. En fijne dag, dan zijn we het hupsen komen. Zeg ik, je kan je energie doorloten, je kan braakt zich niet warm af, komt alle gezond mogelijk terug. In mijn jugend krijg je als voor jullie ook een fijne dag gepland. Je wordt van jou vielleicht niet op een trampolin zijn, dat man eerst de jaren uitvindt, dat ze verstaan en dan leren gaan, kunt dan je nächstes Mal vielleicht auch. Maar van jou gaan Abraham en Agatha Peters voor jullie gepland, een fijne nummer hier im Gym te gaan, bij de Bibelschool. Komt alle. Die wel met jullie een schijne nummer gaan door klok 2 nummer. Van der durch Mehrwerk haben wir auch Klassen, die uns gegeben worden von Elden en Edeltraut August von Paraguay. Dort sind auch die Redners für die Liedfreizeit, die dort nu dann auch nächstens wat zijn. En van der zu ovens ist dort hier. Klok 7 ab und ovens, so kommt alle drei. Van der zu ovens mit den Klassen mit Elden en Edeltraut. Dat is van jou klok 7 op en oben. Iedereen is aangeloot. En maandag wordt het dan een borrel zijn. Een bulletin, hier kan je dan de informatie zijn. Ook de timers wat er zijn. En dinsdag wordt het dan een bloemenal zijn. Maandag wordt het in Elwaje zijn. So, we hebben ook juist van Elwaje van jou. Mooi kunt het. In Elwaje wordt het ook nog klas gegeven. We nog mochten je rondvoeren met Elwaje. Die zijn ook door aangeloot. So, hier zijn de timers staan. Van jou je dat om dat timer. Traditie in de familie. Ik zijn al heel interessant. Het interesseert te hier wat het wat zijn. Ik weet, we hadden hier Jeroens klassen met Radokaps, Henry en Tina Radokap vanuit Shipyard Belize, die het zeer schön. En wel dus nog wieder gaan. Ik glaube, we hebben maar nog niet genoeg geleerd. Nächstens, van maandag durch Mehrwerk fängt die Prediger und Diakonenrüstzeit in Rio Doso statt, wo dann verschiedene Prediger und Diakonen von der CMA-Konferenz, CMA und auch die von der Active Mission Konferenz sich trafen worden in Rio Doso, door dan top klassen gaan en top eine T-Top haben und uns mit Gemeindearbeit beschäftigen und so weiter, wo dem Herrn bitte zu dienen. Dinsdag ist es für die Jugend alle, kommt war top, door im Gym zum Volleyball spielen. En Freitag durch Gesinnung, dann erst die Ehe-Rüstzeit in Wapoka, für alle, die sich gemalt haben, wie Freien uns mitgehen. Und hier für alle, die dit Jahr wollen, zu Unrecht kommt, zum Tafunrecht. Da hängen die Beus und Blattes dit. Ja, da macht Unrecht gehen, bitte schön mal gehen. Wir wollen dem 3. November anfangen mit Tafunrecht. In Fall, die mochten den Tafunrecht gehen, sondern was nicht Musik wollen, Tafelloten sind auch angelot. Ich kann den Tafunrecht jedenfalls kommen horchen. So, wir werden schon am 22. Oktober diese Beus mochten angeregt sein, will sich Martin Beker bestellen, dort ich weiß, wie viel Beker zu bestellen. So, dann habe ich hier nächstens am Society habe ich immer noch Programms für junge Menschen. Lest dort hier Punkt Nummer 8 Eva Jugend. Wenn es jemand betrifft und die denken, dass Gott sein will, dass sie das sollen, dann malt jemand. Und neindens, bitte diese Woche alle Informationen für den Bulletin für Donnerstag 12 Uhr einsenden. Margarita wird uns den Bulletin merkt, die kann nicht so sein, wenn sie vorhin auch zu der Ehe-Rüstzeit, so fragt sie, ob die Information kontinuierlich angebracht sind. Dann haben wir noch eine Brütbekanntmerkung, die hier seine Brüder ist Benny Penner Peters, Sohn von David und Agatha Penner Eliano. Und dann der Brüder ist Araceli Alejandra Wiebe Redekop, Tochter von Cornelius und Maria Wiebe Campo 114a. Die Hochzeit soll in 30. September
um 11 Uhr zum Morgens in der Blumenau-Kirche sein, so es der Herr will. Sind noch andere Bemerkungen? Wenn nicht, dann möchte ich das eine Bemerkung hier sein, dort uns Pastor John Leuven, von der den zweiten Sonntag in der Kampagne 71 gehört. Die weiten von der Botschaft, was hier gebracht, von der Gemeinde aus dem Schöpf gelegt. Kampagne 70 war sich einig, dass sie wollen am Freitag noch heute 3 Botschaften auch bringen. So, von der bringt er die zweite Botschaft und nächsten Sonntag dann die dritte. So, das war heute von der Deinen das. Gehen wir eben noch unsere Gebetsanliegen, was wir hier haben. Wir danken wieder für unsere Regierung und wollen wieder Gott der Regierung anbefehlen. Und nächstens auch haben wir den Punkt für die Ehehochzeit und also auch die Predigt der Kongress. Das ist nicht aus dem Gebetspunkt hier, aber das werden wir mit nehmen. Das gibt 2 Zeiten dieses Werk. Eine erst bei Wapoka mit der Ehehochzeit mit Elden in Edeltraut August. Und dann die Predigt der Kongress mit Ellen Kehler von Kanada. Und dann hier wieder sagt, wir werden wieder für die Familie von Frau Katharina Friessen beten. Und dass Gott wieder macht leiden und führen. Freuen uns, dass wir von der hier als Familie sind, mitmerken hier. Wir sagen, dass Gott hat durch dieses Werk Kraft gegeben, Mut gegeben. Und so möchte der liebe Gott das auch wieder tun. Die Bistehen und die Heilung geben, was die brauchen, indem die ihre Mama Hand zu Graf gebracht Montag. Und wir freuen uns für ihren Glauben, für ihre Mitarbeit und wollen auch wieder für ihn beten. Und nächstens haben wir hier Frau Eva, René Leibische, sagen wir dann. Die ist schwer krank. Die hat Tumores im Kopf. Und sie weiß dort, dass der Doktor zu ihr gesagt hat, wir als Doktor haben nicht Rot für die. Ich kann mir das nicht verstehen, wenn der Doktor will zu mir sagen, weißt du was, ich habe keine Rot für die. Ich mal ein Haus fahren und dann sein, aus der Herr die was haben willst. Wir haben nicht Rot. Sie weiß dort. Und wir freuen uns sehr für René und Eva. Eva gibt hier schon 3 Erzeugnis, wo sie Gott dankbar wird und dass Gott hat Gebet und Schrien gehört, als sie im Riefer Handfall und nicht wieder können, die Traktor kommen auf ihr Taugebackt, ja. Gott hält den Traktor ab. Und sie haben sehr festen Glauben an Gott. Und sie sieht an WhatsApp noch, von der hat sie mir das gestern abends gesagt, von der hat das die Schmollen. Und sie sagt, dass Gott kann mich heilen, ich weiß dort, wenn Gott das will, dann der kann das. Sie haben einen großen Glauben. So wie wir von der auch ganz besonders veranbeten, dass es eine schwere Zeit für ihn. Und ans Gebet ist einfach, dass Gott mich einfach heilen. So. Sind da noch andere Gebetsanliegen? Wenn nicht meine Dinge sind, dann möchte ich, dass wir Gott hat bewiesen, dass wir sie wie im Gebet, wir laden uns dann nennen, dann würde ich verstehen, dass wir abstehen aus dem Beweis, dass wir mitbeten wollen. Ja? So, wer mitbeten will, bitte schön, wer wir abstehen, wo es passend ist, wer wir diese anlegende Sachen vor Gott bringen. Uns großer Gott vor am Himmel, wir sind in einer Welt, wo wir Regierung haben, und der Regierung hast die angesagt, auch sogar die Regierung hier in Mexiko. Die hast die angesagt, die hast den Menschen das Leben gegeben, die hast die Fähigkeiten gegeben, als Lehrer zu sein. Und wir freuen vor allem, die eine Lehrerschaft Stahlung in uns Land Mexiko haben, dass die endlich Leib geben und Weisheit geben und Fähigkeit für die, das Land reich zu regieren. Und dass die endlich helfen, dass sie abrechtig sein, auch mit den Gütern, die hier im Land sind. Dass sie das für das Geld für das Land mochten anwenden und nicht mochten auf einmal Dinge für sich nehmen, was für ihn letztendlich verlösen Schulden sind, auch sogar für das Land. Wir sehen in unserer Regierung von der und jeder Angestellte in unserem Land. Und nicht nur bloß unsere Regierung, von der beten wir auch von unseren Darbschulz, die wir hier in unserer Darbe haben, von unseren Vorsteher und von unseren Leiter in den Kolonien schaffen, für das Wesen, für die, was im Wesen umsetzen, und für die Goldmänner, und für die Brandvorsteher und für die verschiedenen Ämter, die wir auch in unseren Kolonien haben, sie auch mit all den Lehrerschaften, dass auch die möchten können, dem Dienst wirklich in Ehrfurcht verdienen und zum Sehen für unsere Darbe und Kolonien. Und hier wir haben verschiedene Eherrüstzeiten und Predigerrüstzeiten dieser Zeit. Und wir beten bloß einfach, Herr, dass die was durch sind und dass die was auf dem Weg sind, merkt den Weg auf, dass auf dem Weg nicht passieren.
Dort jeder kann gleich dahin kommen und durch die wunderbare Begegnung mit dir und mit vielen Freunden haben. Für die Eherussheit beten wir auch für die Redner, auch so für den Redner, für die Predigen der Königrussheit, musst du an Utrecht mit deiner Kraft, Herr, da beten wir einfach an. Und Herr, wir beten sind auch wieder für die Familie Friessen. Herr, die hat am Montag ihre Mama zur Graf gebracht, zur Ruhe gebracht, Herr. Und wir danken, wo du hast geleitet und geführt, dass du ihren Glauben gestärkt hast, dass du ein Lied gibst, was sie entstehen deuten und mit entgehen deuten in so einer Zeit als das. Wir beten wieder, dass ihr die etwas begleiten und wirklich nur sein. Und Herr, wir haben von dir auch einen schweren, anlegenden Punkt. Und das ist Evaluieren. Herr, du weißt, dort ist eine Schwester, die hat die von harten Leib, die ist die wirklich gut, Herr. Und dein Wunsch, auch René sein Wunsch, Herr, sie mochten das so hören, dass du wirst die noch einmal bezeugen. Herr, du bezeugst die, als sie im Brief haben, und du den Track damit auch stillhalten, dass sie nicht der Plot schwarz wird. Dass wir durch nicht den Willen, himmlischer Vater, aber durch all zu nehmen. Und sie haben das bezeugt, sie haben ein Zeugnis gegeben, wo du schrien gehört hast, Herr. Und Herr, von der Schrift sei, in ihr Mann, und wir schrien mit die, nur die, Herr, mit our Taub nur die. Und Frau, das einfach, Herr, magst du einfach deine Hand auf ihr Haupt leihen. Und mit deinen Balsam salben, Herr. Und die Tomoris, was du sagen, die Kraft wahrnehmen, Fut mit der Kraft, Herr. Die du troubeln dann, Herr. Wir beten das einfach im Namen Jesus Christus. Jesus, du bist selbst auf diese Erde gekommen. Und dein Wort sagt uns, dass durch deine Wunden sei wie geheilt. Und Herr, magst du einfach richtig heilen. Sie haben so ein Verlangen, auch wieder in der Gemeinde zu sein und hier mit zu sein, das seht sie einfach, Herr. Sie bangt sich da noch. Sie von der einer besonderen Wahrheit noch. Ich bitte auch für die Jahres, die kommen, wird irgendwo besegnen, dass das nicht zu viel sein. Und dass die Jahres, die wollen, kriegen, dass das auch wollen, ja sein, was kann beistehen, ein Arm beistehen, oder das wird ein Abbü sein, Herr. Herr, wie leiden diese Sache einfach in deine Hängen, im Deiper glauben, auch ein Wort vertrauen, Herr, dass du an eure charakterreiche Dinge warst und auch zu deiner Zeit, Herr. Und vielen Dank für die auch, dass Jean Leuvendorf in Kamp 79 in der Gemeinde predigen, dass die Gemeinde am gefragt hat, selber seine Leben durch, und mocht hij den Wort kann rüberbringen, sodass die Gemeinde dadurch wird abgebiet worden und gestärkt worden. Im Namen Jesus Christus mit Danksagung beten wir das. Amen. Jeder einen Platz nehmen. Liebe Sinnerschulkinder, nu zit wat jun tijd in de Sinnerschule. En ook de Sinnerschulleerders, we wensen jullie Gottes zegen, moed en kracht. En leert veel, leert meer van onze Herrn Jesus Christus. Nächstens werden wir dann nu de Botschaft haben von Prediger Bernie Friessen. En ik mag Bernie oproepen van der kom ons met zien. Dat woord wat de Herr am hat mir heute gleich zu deinen. Ich freue mich, Bernie, dass du bereit bist, von dir uns das Wort zu geben. Weil du im Gebet jetzt mochte ich auch noch extra für dich beten, dass Gott die macht salben, mit seinen Geist, mit Mut und Kraft. Wir haben noch einmal uns Hoffnung ein vom Gebet. Uns großer Gott vor dem Himmel, ich danke dir für Bernie, für seine Familie und für das Leben, was du ihm gegeben hast, besonders für das ewige Leben, was du ihm gegeben hast, und auch für das Wort, was du ihm von dir gegeben hast, von dir zu uns zu predigen. Herr, du hast am gearbeitet, das Werk, du hast am engagiert, und die Leute geführt, ich danke dir, und ich bete dir, dass du warst, dienen Geist, ab seine Lippen leiden, ab seinen Verstand und sein Mühl, sein Hort, dass er reden wird, so als das von dir kommen wird, für die Leute von dienen Geist, ja, von Kraft, Mut und Freudigkeit. Amen. Amen. Gracias. Ich bin dankbar, dass wir von der Ware dürfen kommen, dass wir dürfen in sein Wort kommen und dass wir dürfen eine Botschaft haben. Und ich bin auch sehr dankbar für den wunderbaren Segen, den von der Vormittag all zu mir persönlich gewesen ist. Ich stand tätig ab, ich bin nach Dienstag und mich schleppert so, aber ich kann mir Gott meine Wege anbefehlen und Gott lädt mich und Gott hat mich durch diese Werk auch wunderbar engagiert. Ich bin wirklich sehr, sehr von Herzen dankbar. Mein Gebet wie dieses Werk, Gott bewies die. Gott, ich fühle mich so allein. Und das ist so interessant, wenn man bei dem Punkt kommt, dass einer bei eng ist und nicht weit wo wieder, und dann, wenn Gott an einem Namen kommt. Und so möchte
Mein Gebet wird sein, dass wir alle nochmal können einen Tag nicht bei einem Punkt kommen, wo wir uns allein fallen, aber vielleicht bei der, wo wir einfach kein Gott seine Wege sperren und dort wie und Gott sein nicht viel. Und so ein kleines bisschen, was wir sehen, und Gott hat uns so geläuft, und von der nach war es wie Hirten. Wir bin sagen, dass Gott ist uns gut. Und er sprach uns an, wir wollten nicht, was morgen wird sein. Und es morgen für uns noch war, was durch sein, und hoffentlich ist das nicht, und für uns hier Lied, ist der Tag nicht mehr durch, dann ist der Tag war ich. So, ich habe mir das Thema gewählt, das ist hier in dem Bulletin Sendung, Bitterkeit. Und ich habe an das Thema ein paar Werke, al duipen hoort gehad. En nu wens ik dat studeren dat ik had niet gewusst dat dat Thema zo'n zeer breite Thema is. Also, ik kon veel over dat zijn en dat kon nog, en du hebt nog zeer veel meer over dat te zijn. Ik naam dit zo staat, we kunnen een krankheid krijgen die onze ziel verjeft, die nicht unbemerkt bleibt, und die ist gefährlich und fährt uns schließlich ab. Und nicht bloß uns, aber auch die Gemeinde, aber auch mit den Menschen, die wie taub sind. Die Krankheit, die bringt einen sehr großen Schaden, und der Rede ist Bitterkeit. Die wächst in ein Hort von einzelnen Menschen und merkt schwinche Sporen. Und der Tag sagt so steht, wo den Ischen im Hochdeutschen und dann im Plattdeutschen lesen. Hebräer 12, 15. Heißt es, achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Dann im Plattdeutschen, Hebräer 12, Vers 15, und seid du nur, dass keiner Gott seine Gnade versäumen mag, lut keine bessere Worte abwassen und Trübel anrichten, wo der viel verunreinigt worden. Des Tags, oder des Fall, was geschrieben ist, der ist geschrieben für das Jahr, das Jahr fertigzubiegen. Für dort. Aber ich möchte in diesem Fall von der sehr deutlich angehen, so deutlich ich Verständnis habe gekriegt durch dieses Werk, und hoffentlich der Herr, der wird mir die Kraft geben und die Wieder geben, was er will, dass ich sein soll. Das Jahr ist eine Krankheit, was wie alle eure Leute hier und da einfach was an uns nun kommt. Keiner wählt sich diese Krankheit, aber eins hostig ist die Krankheit durch. Und so wie wir uns einzelne Personen betrachten, was besser geworden sind, und einige sind besser geblieben, die nächste hat bloß einmal eine bessere Bitterkeit gehabt und hat aber auch was mit getan. Und so darauf will ich dann einzelne Personen betrachten. Die eine Person, die besser geworden ist, dort wir Hiob. Und ich glaube, wir sind alle bekannt mit der Hiob, mit der Geschichte von Hiob, wo er war, was er deed, was er durchging, und er wird besser. Er sagt es dort in Hiob 10, Vers 1, durch 2 sagt, meine Seele verdrisst mein Leben. Ich will meine Klage bei mir ihren Lauf lassen und reden in der Betrübnis meiner Seele. Und zu Gott sagen, verdamme mich nicht, lass mich wissen, warum du mir haderst. Und dann Kapitel 27, Vers 2 sagt, so wahr Gott lebt, der mir mein Reich regiert, und der Allmächtige, der meine Seele betrübt.
Hiob wordt deut bedreigt. Hij wordt beter. En hij zegt aber wieder in Kapitel 27, dat bewaar mij dat ik slechte Entscheidung merken deed. Also, wenn wir denken an Hiob seine Geschichte und wo Hiob was von Leben durchging, das geht endlich nicht anders, als Hiob muss verbessern. Und also ein Mensch kann leicht verbessern, wenn schwere Schicksalsschläge in uns Leben kommen. Und das können verschiedene Dinge sein, und besonders wenn einer denkt, und Hiob, dort er wir reich, und hij had een goede familie, en dan wordt de familie weggenomen, en wordt haben Geld weggenomen, hij weer alleen, en danach de vriend, die kwam en zeiden, zij bloß Gott mal auf. Hiob wordt duit bedreigt, en Hiob, die wordt beter. Aber zoals we weten in de Geschichte, dat Hiob blijft niet doorbij, en hij kwam door uit de bitterkeit uit. De andere persoon, die wir haben, das ist Naomi. Naomi, die Geschichte haben wir in Ruth, in Kapitel 1, Vers 20, sagt es steht, sie aber sprach zu ihm, heiße mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mich sehr betrübt. Interessant, wat Naomi hier is dat durchging. Naomi en haar man, ze wonen in Bethlehem, en er kwam een hongersnood. Er war Bethlehem, en dan trokken zij met ihres Bettseens naar Moab. En woonden door. En door starft ihr Mann, en door starven ihre Bettseens. Ihre Bettseens befrieden sich door met de Moabitische Frühs, en ze hadden Moabitische Frühs, en zo starf Naomi ihr Mann en ook ihre Bettseens. En dan zegt ze, naam mij niet meer Naomi, aber Mara. Zij weer duip verbeterd. En interessant, ik lees de Geschichte ganz, staat daar, en studeer die, en ik vond dat zo wichtig. Die Geschichte ik vind die Geschichte so wichtig, die wir haben abgeschrieben, en die vielmal so lecken mit onze Geschichten en onze Menschen. En ik habe so viel zu mir gesagt, en ik hoop, ik loop me te alle tijd trösten. Aber Naomi wie hier, en dan zegt dat zij mögt zich, wenn dit alles passiert wird, dan mögt sie sich ab, naar Bethlehem te trekken. En de schwerdachten krijgt ze. So, zij pakken op en wil metgaan. En dan zegt Naomi, goed tree. Ik wil alleen. Dat is voor jullie niet goed dat je met me komt. En de schwerdachten die wir bij de zaken, zij bereden en proben de schwermutter te bereden en willen zo hier met haar top zijn. Aber zij zegt, ik wil alleen. Ik ga alleen. Aber wie Ruth, en zij geeft niet op toe, dat zij wordt, dat ihre schwermama wordt loslaten. So Ruth ging met, en de andere schwerdachte, zij ging dan twee. En zij ging die Geschichte wieder, en Naomi lässt sich nicht trösten. Sie wird besser, und sie sagt einfach sogar, der Allmächtige hat mich bei einer Säule betriebt. Sie lässt sich nicht trösten. Die andere Person, als wir können Überlastungen Arbeit haben, zum Beispiel, wenn wir denken an die Israeliten, die in Ägypten waren, die wohnen, die waren so hünsch behandelt, so sehr bedrängt in ihrer Arbeit. In 2. Mose 1, Vers 14 sagt, und machten ihnen ihr Leben säuer, mit schwerer Arbeit und Ton und Ziegel und mit allerlei Frönen auf dem Felde und mit allerlei Arbeit, die sie ihnen auflegten, mit Unbarmherzigkeit. Da kann der Mensch auch verbessert werden, wenn der Mensch schafft, oder für wem schafft und unbarmherzig behandelt wird, kann der Mensch eine Betternis werden. Die nächste Person haben in 1. Samuel Kapitel 1 Vers 10, Hannah. Das sagt, dass Hannah wir deut betrübt
Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Warum? Weil sie können nicht Kinder haben. Sie können keine Kinder haben. Und sie wird dort bedrängt, also das sagt in der plottische Bibel, dass sie einfach unter bessere Thronen wir, wegen dessen sagt, weil sie nicht Kinder haben, und also sie beten zum Herrn, und sie möchten eine Versprechung zum Herrn, und sie sagt, wenn du mir was ein Jung geben, dem will ich nie nicht die Haare aufschneiden. Die nächste Person wären zwei Frühes mit dem Nemelje. In der Geschichte haben wir in 1. Mose Kapitel 29, Vers 31, da sagt es steht, da aber der Herr sah, dass Lea unwert war, also unveracht, machte er sie fruchtbar, und Rachel aber war unfruchtbar. Ich sage den Namen Rachel, weil ich kann es nicht Rache, oder könnte es nicht sagen. Aber, also, hier sagt der Herr, und weet je, en ik maak me hier zo interessant over deze ganze Geschichte wundern. Ich hatte ein paar Mal durchgelesen, und was hier passiert, das wird so wunderbar mit dieser Geschichte. Wir wollten dort Jakob, dort wir der Mann für diese Bett früh ist. Jakob wie Isaac ihn sehen. Jakob, nu komme ich gleich nach Meiern ab. Jakob, der hat sich den Segen gestohlen. Und so, Jakob befreit sich. Erstens mal will er Rachel frieren. Und dann gibt der Schwiegerführer am Lea. Und wenn er nicht zufrieden wird, muss er noch einmal 7 Jahre schaffen, dann kriegt er Rachel, dann hat er nu 2 Frühes. Aber das braucht eine große Anhalt und ein großes Durcheinander und große Bitternis. Ich habe mich sehr gewundert in dieser Geschichte. Und dann sagt es, Kapitel 30, Vers 1 sagte, da Rahel sah, dass sie dem Jakob kein Kind gebar, beneidete sie die Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wo nicht, sterbe ich. Ein großer Druck lädt sie ab Jakob ab. Und was passiert hier? Ein sehr interessanter Ding, wie soll das sein dort? Jakob, der wird verdrießlich und sagt, dass sie echt den Gott. Und so, was sie danach tut, dann sagt sie das, weißt du was, du bist meine Kirche, dann hast du mit ihr Kinder. Und dann schreibt er mit Rachel ihre Kirche, und dann hat sie auch Sehens. Dann hat sie auch Kinder. Und dann passiert war das nächste Ding. Dann sagt Lea, ich kann nicht mal Kinder haben. Dann sagt sie zu Jakob, nimm meine Kirche, dann hat er Kinder. Dann schreibt Jakob mit Lea ihre Kirche, dann hat er mit euch Kinder. Und so ging hier ein Ding und ein anderes Ding fair. Wunderbar, wo diese bittere Worte so euch wissen können von Aufgänzlichkeit, dort konnte eine große Sinn führen. Und ich komme mal darauf. Man kann bitter werden, weil es von einem seine eigene Schuld verpassen wird. Und du hast in wunderbar eine Geschichte, und das von der nämlichen Geschichte von dort, aber von der Bruder von Jakob. Esau. 1. Mose Kapitel 27, Vers 34. Du sagtest es dort, als Esau diese Rede seines Vaters hörte. Und wir weiten dort, dass die Geschichte, das ist dort, ich glaube, mir zusammen bekannt mit dort Jakob stellt Esau den Segen weg, und Esau ging in die Jähren und brachte das Fleisch, und wurde seinen Vater zu essen geben. Und dann wird Isaac ich habe den rechten Jungen gesegnet. Und dort wir alle vorbei. Und dann sagt er, dass Esau seines Vaters hörte, schrie er laut und war über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater, segne mich auch, mein Vater. So, hier sein Ding verpasst. Und ich glaube, ich habe nicht gedacht, nicht? Er verkauft sein Erstgeburtsreich, verkauft er an seinen Bruder, bis mit einer Multit. Und ich glaube, ich habe nicht gedacht, dass was er hier von einer rechten Entscheidung merken wird. Und er wird besser, so dass das großen Schulden anreiten wird. Manchmal wird der Mensch einfach durch ein Euer
en Spannung in der Familie zu einer besseren Welt und bringt großen Schaden. Immer, wenn sich euer und uns vorsaten dat, dann kommt Bitterkeit raus. Nu de andere Seite von bitter worden kann auch sehr leicht in diesem Fall sein, wenn der Mensch trag gewesen wird. Also der Mensch, Gott ist ja immer nicht vorig mit uns als Menschen. Und er hat seine Wege, wo er uns das trag wiesen und wodurch kann besser werden, geholfen werden. Das sind zwei Dinge, die dadurch kann passieren. Und hier fangen wir das nu, und kijk in Hebräer Kapitel 12, Vers 5. Und also da haben wir diese Warnung, Eva uns trag zu wiesen. In Vers 5b, ich werde im ganzen Vers lesen, sagt, je haben dort wordt al vergeten, dat junt moutmilk en onreed als Kenia. Und dann sagt es, mein Sehn, nehm dort nicht leicht, wann der Herr die belehrt. Und versau nicht, wann du von arm gestruft wirst. Wann wir dürfen das Krieg eine Weiche drehen, wenn das Vers sagt, dass wir sollen nur kicken, dass China die Not versiemen dat, dann wo kann der Mensch auf diese Erde versau? Und weet je, das hat viel zu tun, wie wir auf dort reagieren dann. Wenn der Mensch versauen dat, dann wird er sehr leicht diese Weise reagieren. Wenn in irgendwas passiert, da fängt er an, sich selbst zu bejammern, sich zu beklagen und zu sagen, warum ist mir das passiert? Weil das ist ein so erreichtes Wort, das soll wie immer brauchen. Warum ist das passiert? Aber das nächste Wort, was da kommen wird, ist, das lohnt sich nicht, in Christ zu sein. Ich habe den Herrn gedient, ich sie all so lange Christ gewesen, ich habe immer ein Gebetsleben, ich lese Gottes Wort, ich bete und was immer ich tue, und dann muss mir das Ding passieren. Ich sie deut betrübt und ich sage, das lohnt sich nicht mal in Christ zu sein. Ich glaube, wir meist alle haben so ein Belebnis gehabt, und vielleicht auch wie selbst, nicht? Dass wir so ein Belebnis haben, durchgegangen, dass so schwer ist, dort Christenleben ist, und ich habe mir gerne das dann. Ja, die Menschen, die nicht Christus angehören, die leben in so einer Zeit. Und ich muss so ein schweres Leben haben. Mir muss das selbst passieren. Ich muss Krankheit haben. Oder ich muss ein Accident haben. Oder ich muss verschiedenes eine Missernte haben. Aber das lohnt sich nicht. Guck mal, ich bin jedoch so glaubensvoll. Und dort konnte eine bessere Welt kommen. Dann gibt es die anderen Menschen, die das so nehmen mit der Belehrung in Vers 7. Da sagt es, Vers 7, so ihr die Züchtigung erduldet, so erbietet sich euch Gott als Kinder, denn wo ist ein Sohn, der dem Vater nicht züchtigt? Und hier sagt es, dass nehmt dort mit Geduld an, wenn je belehrt worden. Und ich nahm diese Menschen, die da geduldig sind, die nahm ich super frommen. Die wollten extra sehr fromme Menschen sein. Und dort sind eine Meiermal, so eine Menschen aus dort, die durch vier gehen, die sagen so steht. Oh, da entschuldigt mich. Dort, die sagen so steht, dort, oh, das kommt vom Herrn. Ich will dort erdulden. In een levenstijd door kram gaan en eindenken en andere en die führen ein schweres Leben. Und durch das schwere Leben glauben sie, in den Himmel zu kommen. Das ist jedoch vom Herrn. Und weißt du, das niemals Gott sein Verlangen, dort du und ich dort so geduldig tragen. Er sagt hier, dreht dort mit Geduld. Und wo können wir das dann nehmen, wenn er dort mit Geduld sagt? Und dort ist es das, dort wie, so schön wie dort wollen, dort wie in dem Herrn gehen. Wo tau,
richtet Wort. Seht ihr, das Wort tau ist nicht ein richtet Wort. Aber woran? Wort tau, oder woran hast du mir das geschickt? Was wirst du sagen, Herr? Ich will hier wat durch lehren durch die Schwierigkeit. Wenn das nicht passieren wird, dann kann dort eine bessere Wartel in uns abwassen. Die andere Bitterkeit, was in uns sehr leicht kann festnehmen, uns Mensch festnehmen, wo wir sehr bitter können wollen, dort ist Wut. Wenn der Mensch da ein Trouble hat mit Wut und nicht vergeben kann, dort ja letztendlich eine sehr bittere Wartel. Was sind Folgen von Bitterkeit? Eins, zoals ik hier al zei, van de zin die Lea en Rachel allebei begingen. Du zagen dat wo God de Lea segnen deed met Kinder, en wo sie letztendlich, wo solche sehen, wir auch diese schlechte Entscheidung merken deed. Da uns Tag sagt es steht, dort nicht die Genot verzinnen mag, laut scheinende bessere Worte abwassen und einen Trubel anrichten, wo der Fehler vereinigt worden. Das kann was passieren da. Rachel macht die schlechte Entscheidung und Lea, die von Gott gesehen wird, macht auch die schlechte Entscheidung. Und das wird passieren, wenn wir aufgänstig worden und wenn uns Leben nicht frei wird von Aufgangs, dann kann das so leicht passieren, dass wir schlechte Entscheidungen merken. Vielleicht ein schlechtes Geschäft. Jana hat gesagt, und ich werde auch kriegen, und vielleicht mit einem schlechten Weg uns das Geld zu verdienen. Oder irgendwie im Tausaten, durch Aufgangs, kann ein sehr bessere Worte kriegen, wo wir den nächsten Dall kriegen, und die auch von dem Herrn aufgeht. Und was wir schlechte Entscheidungen treffen. Ein Ding, was unsere Bitterkeit, wenn wir besser werden, was für einen Tag kommen wird, dort ist mautlos. Oh, wo manche Menschen haben den nächsten auch anmutig gemerkt. Und wie viel will wir mit so Menschen dort taub sein, die du anmutig ist. Wenn ein Mensch anmutig wird, und du sollst ein Leben lang den immer weiter Mut zu sprechen, und du kannst alle wieder zu dem Mensch sein, der lässt sich nie nicht trösten. Letztendlich der Mensch, der sagt für sich ganz allein. Und vielleicht hat er noch hier und da noch eine Person mitgekriegt. Der andere Ding, was der Mensch rüberbringt, wenn der beter ist, und dort hat mich sehr weh. Und dort ist Pleurerie, zum Dach. Wenn der Mensch in Sinn leben wird, dann wird er sehr leicht mit dem Finger nur den Nächsten wiesen. Wenn die mich weh tun haben, irgendwer mich weh tun hat, dann gehe ich nur den Nächsten und dann sage ich zu den Nächsten, weißt du was, check mal, dass die Person mich behandelt hat. Check mal, was ich das. Und all das, dann kann ich so schön reden, dann sagt Jana, wird noch großer Freund mit der Person ist, dann wird der auch noch gegen den, und dann kriegt er den Mensch mit. Und das passiert in dieser Gemeinde, das passiert in irgendeiner Gemeinde. Das andere ist, mit Pleurerie, dort, wenn der Mensch sich hart findet, da wird er sehr leicht einen Finger nach der Gemeinde wiesen. Wenn die Gemeinde irgendwo plundert, wenn irgendwo ist, und so wird es, wo sie wollen vielleicht das Evangelium mitbringen, oder wo immer das wird schaffen. Und diese Person, die hier dort, und dann wird die nach der nächsten Person gehen, und die beeinflussen, die hier was sie wollen, bei der Kirche tun, und dann dreht die sich durch jeden, und dann von dort geht das noch wieder, noch einmal wieder, und merkt einen großen, schrecklichen Schruden. Woran? Weil die Person lebt in Sinn, und die will die alle Aufmerksamkeit auf die Kirche schieben, und nicht
op zichzelf. Omdat de opmerksamheid niet wordt op einmal op mij te zijn komt. En dat krijgt persoon met. Van de eerste morgens, ik heb God zeggen, je gebracht. En ik vroeg God, ik zei zu Gott, wenn du hier in diesem Vers sagst, nehmt so was vor. Wofür, wo wir als Predikers Schuld machen, Rechenschaft geben für die Gemeinde, dass wir fertig nicht worden, die Dinge haben festgenommen. Gott wird sagen, willst du, kick die Person, die verjährt sich da, und du hast dir nicht gesagt, du hast das nicht festgenommen. Und hier sagt er, nehmt die Sache vor, lasst die nicht wissen. Da kann einen großen Schaden geben, wenn der Mensch eine bessere Worte in sich hat und wie der Mensch nicht helfen kann. Wofür andere Dinge passieren in der Gemeinde, wofür Gemeinde ist und wegen eine Person, die du besser ist, oder die nächste Person, die besser ist, und die von einer Zeit nach der anderen Zeit mit dieser besseren Worte geht, und zu einem sehr großen Baum wird. Schuld, die nicht vergeben wird, ist eine Verletzung. Schuld, die nicht vergeben wird, oder Verletzungen und Wunden, die nicht geheilt werden können, gibt eine große Bitternis und bringt einen großen Schaden. Das bringt schwierige Spuren und das merkt letztendlich die Gemeinschaft in der Gemeinde in der Grund, in der Gemeinschaft gegen Gott in der Grund. In Johannes Kapitel 13, Vers 35 sagt Jesus es dit: Darum sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt. Wenn die Menschen, die nicht Christen sind, wenn die mein Leben mit meiner Familie, ich darf einfach mal klar sein, wenn die Menschen meine Familie als Friessen-Familie beobachten, was seien die dabei? Seien die durch ein verjagtes, besseres Leben? Für die Familie? Für uns als Kirche? Was ist die Welt? Wo behandeln wir uns? Wer sind wir? Haben wir Leib? Kennt die Menschen uns als Gott seine Kinder, die durch Leib haben? Kommen wir in die Sache kurz. In der Familie, im Dorf, in der Gemeinde. Wenn der Mensch besser wird, dann wird die Gnade knapp. Dann versiemt der Mensch die Gnade, die Gott und ihm bewiesen hat. Paulus sagt es dit in Galater Kapitel 4, Vers 4. Und hier sagt Paulus es dit. Paulus schreibt den Galatern: Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus Gnade gefallen. Und das wird vielmals passieren, dort, wenn uns die Gnade nicht mehr für uns Leben zurückrechnen, dann wo wir säuerlich den Niveau so hoch setzen, dort wir nie nicht handeln, und dort ja eine Bitterkeit, wird in uns Leben säuerlich wachsen kann. Leben wir in Gnade? Haben wir Gnade? Wenn wir in Gnade sind, dann kann sich nicht die Gesetzlichkeit oder die Vergeltungsdenken, so ist der Mensch mir tun hat, so wird Tredung, kann sich dort nicht in uns Leben sagen, in uns Hort. Aber viel mehr können wir den Nächsten segnen. Bitterkeit ist eine Los, so als irgendeine Los ist. Vielmals würde ich vielleicht sagen, ich sehe nicht ein Super, ich sehe nicht ein Schmecker, ich sehe nicht ein Hurer, aber liebe Geschwister, läuft mir dort Bitterkeit ist nicht ein Kleinbett hängen dort. Das ist eine große Sinn, der Mensch, der in Bitterkeit bleibt, und bringt sehr Bitterkeit vor dem Dach. Wenn ich hier loten da, dann ist das so, als wenn ich Ungenot geben da, in keine Hoffnung.
wo kann wir Bitterkeit loswerden? Bitterkeit überwinden. Und weißt du, der Mensch, der in Bitterkeit gerufen ist, der kann nicht von dir bis morgen frei sein. Dort hat vielmals ein Prozess in Dono, wo Bitterkeit sich in uns festgewartet. Ein solcher Horror, ein solcher dritter Vers, den haben wir in Epheser Kapitel 4, Vers 31. Und da sagt es das einfach klar. Wort nicht mehr bitter. Und fuchtig über einander und versichert nicht. Hielt ab zu schreien, zu beleidigen, lut so Wort nicht mehr sein. Nicht bitter, nicht fuchtig, nicht verzehren, nicht zu beleidigen, nicht zu schreien. Wir würden vielleicht so leicht im Finger wiesen, weil es auch so besseres Leben haben, weil es mir dazu geht, als wenn die Person, so die mich behandelt hat, da wären sie auch besser. Und hier sagt es, aber von beiden Kanten, das soll nicht, so was soll in dein Leben bloß nicht sein. Das soll wahr sein. Wenn wir diese Veränderung in uns Leben wollen, dann ist ein Ding sehr wichtig. Und ich hoffe, dass wir haben irgendwo zusammengekriegt. Das wird mein Gebet sein. Und vielleicht finden wir uns irgendwo in der, dass ich habe vielleicht irgendwo auf der Flur, irgendwo in der Ark von meinem Hort, du hast irgendeine Unvergebenheit, irgendeine Wut gegen den anderen. Das darf gar nicht hier sein, vielleicht sagst du, aber weißt du, ich wollte dir sagen, lieber Freund, dass wir alle Morten bei durchkommen, erstens mal, dass uns Wort vielleicht gesagt wird, vielleicht sollen wir die Dinge nicht, aber wenn wir das sagen, dass wir bei durchkommen, ich habe gesündigt. Ich bin besser geworden und ich habe eine bessere Person. Ich habe ein Unvergebenes gelebt. Ich habe in Wut gelebt. Und das hat in meinem Leben auch viel Schulden getan. Bitterkeit ist nicht der nächsten sein Problem. Wenn du wirst von dir frei werden von Bitter, dann kannst du nicht sagen, wenn ja eine Person wo die Sache in mein Leben überräumen, und dann wo ich auch kein Frieden kriege. Bitterkeit ist mein eigenes Problem. Wenn ich bitter bin und ich dort zusammengekriegt habe, dort ist nicht die nächste Person. Solange wir den Finger den nächsten wiesen, wo wir nie nicht geholfen werden von dem Problem, was so schrecklich ist, was uns selbst in den Grund gebracht hat und viele Menschen mit sich genommen haben. Also solange ich dabei bleibe, kann ich nicht geholfen werden. Wir müssen bei dem Punkt kommen, dass ich sie euch. Wenn wir bei dem Punkt gekommen sind, dann habe ich es steht in Epheser 4, Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebet einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat, in Epheser 4, 32. Wenn dort in uns kommt, ne steht von Bitterkeit, dann dat Gaudet und Mitleiden in uns treten. Dann wollen wir auf einmal die Dinge ganz anders sein und wir wollen das positiv nehmen können und sogar wenn sie uns wollen vorstellen, dass wir nicht mehr Bitternis auf eine Bitternis nachdenken. Dann tritt Vergebung an, ne steht Vergeltung. Das Argument ist, Christus hat uns vergeben und dort ist ein übernatürliches Ding, Geist Gottes in uns, was in uns wirken wird. Wie selbst haben keine Vergebung. Wie kann ich vergeben? Uns selbst nicht, den Nächsten nicht, und haben eine bessere Wurzel in uns. Aber wenn Gott sein Geist in uns kommt, dann wirkt dort eine Vergebung, dass wir bei Gott kriegen und auch, dass wir uns voneinander und uns selbst vergeben können. Ein Mutstock, den wir haben in der Bibel, sehr wie besser, haben wir Bitternis in uns, oder wo ist uns Leben? Und dort ist in Galater 4, Vers 22 bis 23. Und da sagt es das. Denn jetzt seine Frucht ist Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gottgesonnen sein,
Glauben, Gelendigkeit und Selbstbeherrschen. Und nicht Bitterkeit. Bitterkeit finden wir in dem Vers nicht. Wenn wir bitter sind, dann kann irgendein von diesen Früchten, die können uns nicht zum Vorschein kommen. Wir können vielleicht eine oder die andere Frucht vielleicht haben, aber sehr leicht, wo wir an eine Frucht oder die andere hängen bleiben, und die wird nicht in uns kann durch sein. Also es steht, ein Hort von Bitter, dann ist du Fried. Es steht von mutlos, Bitter, mutlos, dann ist du Fried. Und Geduld, und Freundlichkeit, und gut gesonnen sein. Die Vers, die können uns sehr viel helfen, wo sie ich. Und wenn wir uns zum Spiel checken, haben wir diese Geistesfrucht. Als wir ein Kind Gottes sind, wenn wir ein Kind Gottes sind, dann haben wir den Heiligen Geist. Das ist keine Frage. Wie ohne den Heiligen Geist kann keiner ein Kind Gottes werden. Aber die andere Sache ist das, wir können noch Kinder Gottes sein, aber wo steht diese Frucht zu uns? Wir können den Heiligen Geist dampfen. Und da waren die Schrift uns sehr fair, dass wir die Geistesfrucht nicht wollen durchdrücken, weil das, was der Heilige Geist in uns wirken will. Keine Bitternis. Bitternis ist ein schlechter Geist, der an uns Dinge bringt, was der schlecht ist. Und der gute Geist, der bringt keine von dieser Bitternis rüt. In Epheser 4, Vers 26 und 27, da sagt es das, dass Bitterkeit und Zorn in einem engen Zusammenhang stehen. Deshalb fordert Paulus hier ab, die Sonne gehe nicht unter euren Zorn und vergebt dem Teufel und gibt dem Teufel keinen Raum. Und hier ist der Schlüssel, um nicht bitter zu werden. Wenn wir in Wut sind, in Unvergebenheit sind, und wir dort nicht vor der Sonne ungejet über sie bringen, den nächsten Tag, dann hat der Wartel sich ziemlich fast gesagt. Und dann werden Dinge noch leichter zu uns eine Wut werden, wo wir dort über werden, aus dem Ferientag. Und wenn wir diese Bitternis, wenn wir frei sind von Bitterkeit, dann können wir Dinge passieren, die gut gräsam drauf sind, wo wir nicht bitter über werden. Aber wenn wir Bitternis in uns haben, dann kann ein kleines Ding ein sehr großes Ding werden. Und dort kann eine bessere Warte geben. Wenn wir dort erkennen, dass wir bitter sind, dass wir da sind, dann, so schön als wir dort erkennen, wo wir abgeraubt, dass wir wollen dort loten, Epheser Kapitel 5, Vers 26, 27, dass wir dort dort kann eine Warte geben. Wenn Gott unsere Warten behandeln wird, dann hat das viel damit zu tun, was uns gesagt wird, und auch was wir dort erkennen dürfen. In dem Moment, wenn wir bessere Gedanken gegen jemand haben, dann müssen wir vergeben und dort etwas sie zu bringen. Wenn wir die bessere Warte nicht behandeln dürfen, dann kann es einen Baum geben. Und vielleicht auch ein großer Wald geben, wo das Lothar sehr schwer ist, durchzubringen. Wenn es ein kleines Baumchen ist und er hat die größte Warte geschlagen, dann ist das leicht, dort umzubringen. Aber wenn dort ein großer Wald, ein großer Baum geworden ist, dann ist dort viel schwerer. Und wenn wir selbst dort nicht unsere Freude kriegen, die Bitternis, dann ist ein Ding, das andere Ding sehr wichtig. Dann sollen wir unbedingt unseren Bruder sehen, dem wir vertrauen können. Eine Schwester sehen, die wir vertrauen können, und dass wir wirklich können mit der Person taub Heilung sehen. Wenn wir hier sind von dir, dann will ich uns ein Ding sprechen. Wenn jemand an uns kommt und so eine Sache wird bekannt, und der bekannt, ich bin besser geworden, ich habe schlechte Dinge getan, dann werden wir nicht dort wiederbringen, aber werden wir unbedingt dort bloß einfach vor Gott bringen. Und die Person eine Haupt sein. Wenn wir dort wiederbringen und dort für eine Plüdernis merken,
wird der Mensch nicht geheult und wie selbst mit der Sache mitgeschleppt. Möchten wir uns ab keinen Fall von irgendeinem Ding wegholen, von irgendeinem Sinn, dass wir erkennen dürfen in uns Hort, was der besser geworden ist, möchten wir nie nicht dort wieder schaffen und dort zu verstärken. Die Sache ist, dort zu verstärken, dort bringt mich Schuden, und die bringt dort Schuden, und dort bringt die Gemeinde Schuden in unserer Umgebung, und dort bringt meine Familie Schuden, und wir sind wirklich ein großen Schuden auf dieser Welt. Das Angebot ist nicht meint, aber das Angebot ist Gott, der Gott uns anbietet, uns heute zu verändern. Möchten wir gesehen werden, indem wir nur denken, indem wir überdenken, was Gott für uns getan hat, wo Jesus unsere Bitternis hat auch am Kreuz gebracht und wie dadurch kann Heilung werden. Und dass wir wirklich genug werden fängen, wenn wir nur denken, was und wo und was von Leben wir gelebt haben und wenn wir uns kalt fängen daran. Ich freue uns heute nach neigen zum Gebet. Uns vor dem Himmel, wir sind die von dir von Herzen so dankbar, dass du bist uns vorabgegangen. Was will wir verlorene, verbetterte Menschen auf dieser Welt? Was von Schulden reiht wir an, wenn wir nicht Acht geben, was du für uns getan hast? Du warst so gern, dass wir wollen, kann den Frieden kriegen, dass wir wollen eine Stadt von Bitternis segnen können. Und ich bete für jedem ein, Herr, du kannst jeder Person, was hier von dir zu gehen ist, du kannst mein Leben. Du weißt, wo wir besser sind. Du weißt, was wir von Menschen sind und wo wir vielleicht Trouble haben mit Plürerie. Und das ist vielleicht nicht das Problem, das wir wieder sein. So viel mehr haben wir sein von dir, das ist das Problem, das in uns persönlich ist. Und ich bete, dass du uns helfen, und wir uns kalt finden, dass wir wollen genug finden auf die Sache, und dass wir wollen Buße tun, und dass wir wollen ein Segen sein. Für jeder Menschen, für jeden einen, uns und ihren segnen können, steht von Hassen und Vergelten, und viel mehr uns und ihren gut sein, und dass die Welt, und wo wir leben, wo wir leben, dass die wollen sein, dass wo sind die Kinder Gottes? Wo haben Kinder Gottes? Und wo haben die den Frieden? Wo finden die den Frieden? Und dass wir wollen so ein Instrument sein, was nicht besser ist, aber was gut schmeckt, und dass Menschen einfach dass wir Menschen können nur die kriegen und für die gewonnen worden, und dass wir können bloß tun, was du was haben. Und besonders in uns Leben willst du was, dass wir sollen Friesen. Und du danke ich dir so dafür, dass du hast das allermächtig gemacht, und du das durch deinen Heiligen Geist schaffst dir in uns, und du schaffst in uns gute Dinge und nicht schlechte Dinge. Wir danken dir im Namen Jesus beten wir das. Amen. Gott hat von seinem Wort versprochen, dass wenn wir wollen am Dinge frei und was geben. Das ist Leute, was Gott verheißen. Wer will top abstimmen für das Schlusslied? Was Gott verheißen, das bleibt bestehen. Und wenn auch Himmel und Erd vergehen, wenn unsere Stürzen zerbrechen alle, was Gott verheißen, das hält. Was Gott verheißen, das will geben. Mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißt, hält in schweren Zeiten, wenn Mut und Hoffnung uns will entschwingen und müd wir sinken in heißen Streiten, was Gott verheißen, wankt nie. Was Gott verheißen, das will geben. Mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen,
was Gott verheißen, hat auch im Sterben, in heißen Fieber, das Leben spenden, das Heil aus Hände, dann für mich werden, was Gott verheißen, stirbt nie. Was Gott verheißen, das will geben, mag alles beben, es bleibt bestehen, wenn auch erlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hat auch an Tagen, wo Gott uns rettet, aus Not und Plage, die Siegeskrone dort dann empfangen, die überwunden durchs Blut. Was Gott verheißen, das will geben, mag alles beben, es bleibt bestehen, wenn auch erlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Dankeschön für dort passende Leute, was Gott versprechen hat, dort wird er uns geben. Noch einmal im Hebräer 12, Vers 11 sagt, gestruft worden es für uns, Jeru dort passiert nicht eine Freude, aber Trühe, aber nur her bringt dort für die, die sich dadurch im Golden geäuft haben, eine scheine Ernte in Friede und Gerechtigkeit. Möchten wir nicht versehen, wann wir der schwere Zeit gehen. Ich möchte uns noch den See mitgeben. Vor dem Himmel, ich danke dir noch einmal für den Segen. Und ich bete sehr in dieser Versammlung uns miteinander. Ich bete, dass dein Schutz wird ewig uns sein, so wie von hier gehen. Dass dein Schutz wird mitkommen, wenn wir durch den Weg durchwandern. Herr, ich freue bloß an dein Segen, dein Beistand und deine Gerechtigkeit noch mit uns gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und gib uns deinen göttlichen Frieden. Amen. So scheiden wir im Frieden des Herrn.